Here is the full transcript translated into German, word for word, with paragraph formatting, bold subtopic headings, and proper punctuation throughout. Betudest eilitang, manche Fehler bringen der net nur einen Nachsitztermin in. Sie wecken einen schlafenden Riesen. Als ihn privilegierte Oberschüler es für lastig hielt, ihnen alten Mann zu dem Tegen an Singilights Motorrad zu bestätigen, vergaß ein anständiger Regelsmann weiß nahe, wenn dieser Stillman als Family betrachtet. Tu.s. Arthur Pendleton war kein Mann, der Aufmerksamkeit einfordert. Mit 74 Jahren hatte das Redverdient in Ruse leben. Als dekorierte Veteran, der 2 Touren in Vietnam mit der 1st Cavalry Division absolviert hat, Katja Arthur 1969 mit einer Handvoll Medaillen, einem legten Hinken und einem verzweifelten Verlangen nach der offenen Straße nach Haus sah okay. Mit seinem Sold kauft er sich ein brand new 1969 Harley Davidson FE Electra Glide. Aber 5 Jahrzehnte lang war dieses Motorrad sein Therapeut, sein Begleiter an sein Ensage war der Konstantie. Arthur lebt in Bakersfield, Kalifornien, einer Stadt, die landwirtschaftliche Entschlossenheit mit Watchsender Vorstadt Ausbreitung in Einklang bracht. Lebt in Lebanon starrer, trossleicher Routine. Jeden Dienstagmorgen am Gino Henehando womuad Arthur den Shufflehead Motor starten, dessen ikonisches, glofendis Kartoffel, jada ach durch sein Straße hot. An Samkal seit 58 deiner fahren. Worid in der Eckerbin sitzen, schwarzen Kaffee an den Teller Harei bestellen an die Lokalsitzung lesen. Stovit im Mandan, an dem Gigensag erwartet dieselbe Eichflitschkeit. Aber Eichflitschkeit ist ein Fremdskonzept für Jean, die sie neiwürdigen Masten. Tu.s. Brandon Deggers tweeten sie it bei Brandon Decker, 17. Jahre alt, Captain des Lacrosse, Teams der High School und Sohn von Richard Decker, einem der reichsten Immobilienentwickler in Kern County. Brandon hat sein Jessems Leben lang im Schatten des Checkbutts seines Vaters gelebt. Vor einen Macalosan Aggressive Ayrton 2020 Ford Raptor, einen $70,000 Truck, der im Infakt dafür gekauft worden war, dass in seinem Junior Jahr einen Notenderschnitt von 3,5 erreicht hat. Brandon war arrogant, laut an dafür hört es die Indigein Show fahr die Sastumung seiner ebensos anspruchsvollen Frauenteile an Massen auf. Der Vorfall am Diner ist war ein frischer Dienstagmorgen in Oktober. Ein heftiger Regensturm hat in der Nacht sogar das Tal durchgefegt an tief. Oleich Pierfusen auf dem angepflasterten Toberloch-Parkplatz neben dem Karls Diner hinterlassen. Arthur hat gerät sein Frühstück bindet und war auf den Parkplatz hinaus gegangen. Zog in Mikrofasertouch aus seiner abgenutzten Lederjack und begann akribisch. Das Krumm seiner Harley abzuwischen und die late morgen Condensation sorgfältig zu entfernen. Brandon und sein Freund hatten es weit Schulstand gestlich geht. Am Milkshake zu holen. Sie lernten den überdimensionalen Reifen des Raptor, als Arthur herauskam. Für Brandon war Arthur kein Mensch. War ein Requisit. Ihn lädt Seel für einen billigen Lacker. Schaut ich dieses Fossil an. Schnurrt Brandon laut genug, damit Tyler und Mason es hierin konnten. Glaubt dass der Schrotthofen überhaupt anspringt. Oder tritt in ihn Fach? Tyler kitschert, zog sein Handy heraus und öffnet die Kamera. Abgeh und frag ihn Bro. Lass uns ein Video machen. Brandons Ego konnte dem Objektiv nicht weiterstehen. Klettert auf den Fahrersitz des Raptor und startet den Motor, leist des Massive V6 Triebwerk aggressiv auffühlen. Warf den Truck in den Fahrmodus und drückte das Gaspedal durch, skoss über den Asphalt in Richtung des dort Parkplatzes, wo Arthur geparkt hat. Arthur stört auf, sein verwitterten Augen während sich unter seiner grauen stürmte, aber sagte nicht zusammen. Erwartet, dass der Truck Vorbief hat. Stattdessen riss Brandon das Lenkrad hart nach rechts und ließ den massiven Truck absichtlich den tiefsten, schlammigsten Krater auf dem Parkplatz driften. Nur wenig Meter von Arthur an der Harley entfernt. Die Reifen drehten sich heftig wie ein Kreis in einem Sumpf. Ein Recyclwell aus dickem, kieselfjotem, ohligem Schlamm skoss aus den Rädern. Sie traf Arthur wie ein physischer Schlag und warf in einen Schritt zurück. Der überreichende Schlamm bedeckt sein linke Lappesit, troff in seiner Lederjack herunter, schmiert sich über sein G-Sit und begrab das Gylon-Sendikrom des 69 Electra Glideswars wost endigante einer dicken Schmotzschit. Brandon trat auf die Brems und ließ das Fenster herunter. Lehnte sich heraus in grossems spittisches Grinsen auf dem G-Sit. Hoppla. Entschuldigung Opa, rief Brandon über den Motor. Sieht so aus, als ob du so ein W-Jabrote test. Sag mal, mein weiterbesaut Lüt, unseren Pool zu reinigen. Ich schick dir einen Gutschein. Sein Freund Bry Luton war leken von den Beifahrer sitzen. Aber Brandon war noch nicht fertig. Angestetelt von seinem Publikum griff nach seinem Hauptlehren, riesigen Iskaffee aus dem Gette-Inkhalter. Mit einem lustigen Schwung des Handlings warf den scharen Plastikbecher direkt auf das Motorrad. Zerbrecht jewelt sam gegen den Vintage, Benzintank der Harley,
hinterließ ein sichtbar Dell an bespritzt die schlammbedeckten Motorrippen mit klebrigem Karamellsirup. Arthur stand vollkommen still. Der kalte, nasslamsige Deutsch St. Jeans. Wischt sich langsam den Schmutz aus den Augen. Schrie nicht. Hob kein Faust. Schaut Brandon nur direkt an. Es war ein kalter, leerer Blick, der Art von Blick, der ein Mann entwickelt, wenn das schlimmste Menschheit in einem die Schangel vor 50 Jahren gesehen hat. Die still wauert Brandon vor den Brutil einer Sekund. Die plötzliche Spannung zu brechen, seht Brandon Arthur den Mittelfinger, gab Gas an Brust vom Parkplatz, wobei ein Spur aus schwarzem Rotsch und fliegendem Kies hinterließ. Die Sarahs Riekchen. Sarah, ein Kellerin, die sie 10 Jahren im Keils arbeitet, hielt mit einem Stapel nasser Handtücher aus der Eingangstür. Oh mein Gott, Arthur, bist du okay? Ich ruf die Polizei. Ich kenn diesen der Decker Judge. Ist ein Albtraum. Arthur nahm eher ruhig ein Handtuch aus den Ninden. Sein Stimme war ruhig fast in Fleiß stand, aber sie hat ein Jewit, das Sarah erschoden ließ. Kein Polizei, Sarah, sagte Arthur und wisset langsam den klebrigen Sirup vom Ledersattel der Harley. Das Gesetz behandelt Verbrechen. Das war kein Verbrechen. Machte ein Pause und betrachtet die frische Dell im individuell lackierten Benzintank. Das war ein Beleidigung. Das war Arthur kat nack Haus zur Kake Arthur vor 10 Schlammage, stottend Harley zur Heike in 10 klein Garage am Stadtrand. Ging nicht ins Haus, am Südöschen. Sog infak einen rollenden Meterhocker heran, griff nach seinem Eimer mit Reinigungsmitteln und macht sich an die Arbeit. Arbeitet in absoluter Stil. Den Kiefer angespannt, schrubbt sorgfältig den Käsosdampf empfindlichen Kehorrippen des Shovelhead-Motorblocks. Jedes Kratzen von Käse gegen Krumm 5 für heute sich wie ein physischer Stitch an. Kutsch I und Mike Gallagher duastueren Speter leis des tief, gurgeln Jocker hin 1 modernen Milwaukee 8V, Twin Motors das Loose-Wellblech von Arthurs Garage in der Sitten. In Schatten fühlte den Eingang. Es war Aaron Mike Gallagher. Mike war 55 Jahre alt, 190 Meter groß und besaß den Kau-Roppabo 1 Schwarzwitz-Boxes. Auf dem Mark kieken seiner stark abgenutzten Ledercut prangt das anwirkende Totenkopf-Logo. Da belautet der Ober auf nachher Hells Angels. Und darunter sieht der Ante offenher Stolz California. Mike war der Präsident der Ohrrötlichen Bakersfield, Ortsgrab. Für die Ohrrötliche Polizei war Mike ein Mann, den es Gino Zubebackten galt. Für Arthur Pendleton war Mike Family. In den späten 1980 Jahren, wie wir Mike in wortiger Präsident war in liedsinniger und Rater, dass sich fast das Leben gekostet hat, als 10 wurde der Bremslitangen auf der Autobahn rissen. Arthur, der einst die best anerkannte Motorradwerkstatt im Landkreis betrieben hat nicht nur das Motorrad kostenlos repariert, sondern dem Jamgen, hitzgefigen Mike monatelang die Mechanik der G-Dude beigebracht, sowohl in Motoren als auch im Leben. Arthur wurde der inoffiziell, erbittert Jeschuti zerfüllt Mike der Grab. Nahm man ihren Hochseiten teil, anders stand still im Hintergrund bei ihren Beerdiganten. Morgen, Arti, drah hinter Mike und betrat die Garage. Trug in 6-Pack Pale Ale und stellte es auf die Workbank. Dachte ich schon mal vorbei an sie, ob du dir diesen Kaplongschlapf anziehen wolltest? Von dem ich dir halt heb. Mike blieb abrupt stehen, sein Augen fixierten die Harley. Obwohl Arthur das meist bereits gereneit hat, während die tiefen Kratzer im wirkrummten Auspuff anbörsebar. Dann sah Mike die Dell im Benzintank. Schließlich schaute Arthur an. Der alte Mann trug noch immer sein schlammigen Jeans und Stiefel. Ein Streifen getrockneter Schmutz war in seinen Greinbart ingebacken. Die Atmosphäre in der Garage sank um 10 Grad. Die locker, Überschuh Englisch Energie verschwand wollst, endigos Mikes Verhalten. Was ist passiert? fragt Mike. Sein Stimme war nicht mehr freundlich. Es war ein leises, gefälliges Grummen. Nichts, worüber du dir Sorgen machen musst, Michael, antwortet Arthur unaufsüß hin, wat rennt die prim Avakleidung poliert. Jen Truck ist so nah an mir vorbei und hat ein paar Füße aufgespritzt. Die Dell, ich heb einen Schraubenschlüssel fallen lassen. Mike ging heimbeant vor mit einem dicken Finger über den ingedelten Tank. Hab den Plastikdeckel dieses Kaffeebatches auf, der noch in der Länge des Motorblocks steckt. Rutscht deren. Karamell, sagt Mike Lies. Du trinkst den Kaffee schwarz, Arti. Seit 40 Jahren. Arthur süffelt und legt seinen Lappen hin. Lass es Gott sehen, Mike. Es ist nur den dummer Junge. Mike argumentiert nicht. Dreamt Arthur nicht. Die geschieht so asilan. Nickt einfach, klopft dem alten Mann auf die Schulter und ging zu seinem Motorrad. Tus Mike handelt, lalkui aber Mike vor nix heki ins Klubos. Fuhr direkt samkals Rot 58 Diner. Als Mike des Diner betrat, würstemte das GDM mit gemurmelter Gespräch sofort. Die Kellnerinnen kannten ihn. Ging direkt so dick, wo Sarah die Kasse abwischt. Sarah, sagt Mike mit erstreckend ruhiger Stimme, wo hat Arti respektlos behandelt? Sarah sah einen Augenblick lang,
Injes kettert von dem riesigen Biker. Aber wat über das, was Arthur passiert war, Juan die Oberhand. Sie lehnte sich über die Weg. Es war Brandon Decker, Richard Deckers Sohn. Hat einen Wesen vordrapta, hätte mit schwarzen Felgen. Hat Arthur fast überfahren. Mit Schlamm beworfen, sein Getränke auf das Motorrad geworfen, an ihm ins Gesicht gelegt. Tyler Jenkins war dabei. Hat alles auf seinem Handy gefilmt. Mike Sorgen verrenkten sich. Dank, Sarah, das Clubos. Treffende 30 Minuten später trat Mike Deichwer Eikenter des Hells Angels Cluboses Ziu. Der Raum war dunkel, roch nach gestandenem Bier, Lieder an Zigaretten roch. Am den massiven Holstich saß in Aktwoortig Mitglieder der Bakersfield Ortsgruppe, darunter der Sergeant, at arms in massiver. Stark die Toyota Mann namens Bones, anderweise präsident, in taktischer Denker namens Slider. Heben wir warins Geschäft? Fragt Slider an, bemerkte den finsteren Blick auf Mikes Gesicht. Wir haben Familiengeschäft, sagt Mike. Lehnte sich über den Tisch an legt bied Flatsch auf das Vernat Holz. Erinnerte Juch, wie die Main Transmission 1998 wiederhergestellt hat. Erinnerte Juch, wie 3 Tage lang im Krankenhaus Wartezimmer saß, als Bones von diesem Satellschlepper erfasst wurde. Ein aus ernsten Nicken ging am den Tisch. Jeder Respekt der Arthur. Für den Club war der alte Mann ein ernanntes Heiliger. Igen den Reacher High School, Punk namens Brandon Decker hat die Gerät als Seilschei benutzt, Nord Mike. Hält die Geschichte Gino so, wie Sarah sie ihm berichtet hat. Beschrieb den Schlamm. Beschrieb die ingedelt Benzinkap. Beschrieb das Geokatter, als Mike fertig war. Hat Bones bereits aufgestanden? Sehen keinen Chelways? Würfrende Szenenbilderkü umklammert. Gib mir ein Adress. Ich gehe dem Jungen jetzt die Bein brechen. Ich reiß den Motor aus den Raptor mit bloß Energienden? Sitz hin Bones? Vor Mike an? Wir brechen im Kienbein? Der Jung ist 17. Wenn wir Hände einliegen, schlägen die Kops zu, und Arti wird in einen Midi-Rummel hineingesogen. Arti will kein Gewalt. Will Frieden. Also tun wir nichts. Fragt Slider mit gerangsater Stern. Ihn langsames. Kieles le Chellen breitet sich über Mikes Gesicht aus. Es war das Lotchell eines Raubtiers, das Gerät herausgefunden hat, wie es sein Blut fangen kann. Ich hab nicht gesagt, dass wir nichts tun, sagt Mike Lees. Ich hab gesagt, dass wir nicht Hände inlegen. Ihn Junge wie dieser, der vom Geld seins Vaters lebt, glaubt antastbar zu sein. Glaubt. Die Welt sei sein persönlicher Spielplatz an Handlungen iten kein Konsequenzen. Wir würden ihm nicht wetten. Wir würden ihn ersen. Wir würden ihm zeigen, wie klein er wirklich ist. Mike zog sein Handy heraus und legt es auf den Tisch. Slider, ich möchte, dass du Gino herausfindest. Auf welch Highschool dieser Jun geht. Wie sein Stundenplan ist angeparkt. Bones, fangen Anruf zu machen. Owen soll ich anrufen, Boss? Fragte Bones. Jeden, sagt Mike, sin Augen Gudun sind vor dunkler Entschlossenheit. Ruff die Fresno Grap an. Ruff Vallejo an. Ruff die Nomadsoben in Oregon an. Ruff die San Bernardino Gruppe an Sagenen. Arthur Pendleton wird respektlos behandelt. Und wir veranstalten ein kleines Bildungsseminar für die Jugend von Bakersfield. Maß, das Netzwerk wird aktiv. In den die Chasten 48 Stunden liegt das Netzwerk des Hells Angels Motorradclubs auf. Die Geschichte eines der koreanischen Mechanikers, der von einem Wau hinten Teenager jedem Tit wird. Vibriert sich wie ein Laufjahr. Was aus Lukas der Johannes begann, wurde schnell zu einem Grundsatzthema für die Brüderschaft. Es ging nicht mehr nah am Arthur, es ging das Konzept von Respekt. Ich geh's Donnerstagmorgen die Ebreknung, sind Donnerstagmorgen Bratschen. Der Himmel über Bakersfield war klar und nackig blau. An der Bakersfield West High School war die Morgenglock noch Gino 20 Minuten vom L-Uten entfernt. Brandon Decker vor seinen weißen Ford Raptor in den Schule-Parkplatz annahm, weil immer sie Stellplatzes direkt am Haupteingang ihn. Sprang heraus, trug ein Designer, Varsity Jack und warf seinen Schallsell in die Luft. Tyler und Mason waren bereits da und lachten über das Video von Arthur, das sie in der Nacht über in einem privaten Gruppen, Chat gepostet hatten. Mann, test du das Gesicht des Alten sehen sollen. Lachte Brandon und lehnte sich gegen den Keuchler Grill seines Trucks. Sah aus, als würde gleich weinen. Hat wahrscheinlich die ganze Nacht damit verbracht. Sein Spielzeug zu waschen. Du bist brutal, Bro, kitschert Tyler und gab ihm einen High Five. Der Campus war mit Hunderten von Schülern auf dem Weg zum Unterricht. Lernen mit ihren Kaffeetassen an dem Schulordnungsbeamten. Der lässig in seinem Streifenwegen lernt belebt. Es war ein vollkommen normaler, ganz juhelicher Wort, morgen bis der Boden zu vibrieren begann. Es begann aus ihnen Lieses entferntes Sammen, wie das Grollen eins nach Händen Erdbebens. Schüler hielten mitten in die Spreadchen und starrten sich verwirrt an. Der Schulordnungsbeamt richtet sich auf und legt instinktiv die Hand auf sein Fundgurt. Der Arm wurde lauter, tiefer und aggressiver. Es war nicht das Geräusch des Donners,
Es wurde das synchronisiert Betty abend drocker nin von wie twin Verbrennungsmotoren. 100 von ihnen, Brandon alat auf Zuleichen. Wohnt sich der Hauptkrisang zu, diese Highschool FU hat. Aber den Schugel kommend, all wir verspüren wollten dich blockierend, war ein massiv Wand aus schwarzem Leder und Chrom. An der Spitze voran Mike Gallagher auf einer individual gestalteten, pechschwarzen Road Glide. Hinter ihm, in perfekter militärischer Ziwaya, Formation fuhren die Hells Angels. Es war nicht nur die Bakersfield. Grupp, es gab auch her aus Fresno Vallejo San Bernardino und dabei Hinos. Es waren late 200 Voltage Outlaw Biker, deren Motoren in einer synchronisierten mechanischen Symphonie drachen 10, die Fenster der Highschool Cafeteria schütterten sie bogen direkt in den Parkplatz der Bakersfield West High School ein. Die Stier lotzt die Sams Wohlament, 200 Schwer Cruiser, Motor der ergossen sich wie ein mechanisiert Kavallerie in den Schülerparkplatz und bewegten sich mit erstreckender Präzision. Sie rasten nicht, und sie ließ in ihrem Motoren gegen bei den Schülern nicht aggressiver fühlen, ihre Einschütterung lag wohlst endig in ihrer absoluten, unerschütterlichen Ordnung. Brandon Decker ist dort, Designer, Kaffee Rotzeit, im aus den Fingern anklatziert auf den Asphalt. Neben dem harten Teile an Mason abrupt auf Zuleichen. Innerhalb von Sekunden wurde der Hotschmut 1 wohlhabenden 17-jährigen Wolst endig durch den Anblick von 200 agiaten Outlaws, die am Singleton, Sunit Gmat. Die Biker erfütterten sich auf. Sie parkten nicht auf den ausgewiesenen Stellplätzen. Stattdessen bildeten sie einen massiven, undurchdringlichen Stahlperimeter am Brandon Deckers Wies in Ford Raptor. Sie parkten ihr Motorrad der Rad und spürten den Übergroß in Truck effektiv in einem Käfig aus Chrom und Auspuffgassen ein. Als das letzte Motorrad in den Lilauf stellte, hob Mike direkt fast. Im perfekten Gleichklang wurden 200 Kilometer bettigt. Die plötzliche still war im Bettubend. Die Ingenieur in der Morgenluft während des Ticken Kielende Auspuffra an das Panassie erschrocken fühlostern der Schülerschaft. Der Schulleutnant beamt, Deputy Evans, hat sin Fangjerten den Mund gepresst und rief hektisch nach Wurst Arkang, völlig überfordert. Ein Mike Gallagher schwang langsam sein Schoren Stiefel von seiner Rot Leid, bild sich nicht. Zog sein ledenen Fahrhandschuh aus, steckte sie in seinen Duretail an Jingbed, chittig auf den Ford Raptor zu. Hinter ihm traten Bones, Slider an ein Dutzend weiter wohlwürtig Mitglieder in Stritt anbeileten einen Kiel aus Muskeln an Lieder. Teile an Mason geben nicht immer vor, loyal zu sein. In dem Moment, als Mike sie ansah, liefen sie sortikan verschwunden in der Mensch auskrockener Teenager. Brandon stand vollkommen allein gegen den Keulergrill seines Trucks. Sein Gesicht war fahl. Sein Knie zitterten sichtbar. To die Confrontation der Morgen Brandon, sagt Mike. Sein Stimme war nicht laut. Sie musste es nicht sehen. Sie trug sich perfekt in der angespannten Stil. Ich glaub, sie haben die falsche Person, stammelt Brandon, sein Stimme brach, wohlstenendig und das frische Schnoben, das deiner getrigen hat. Mike zog sein Handy aus seiner West. Tippt auf den Bildschirm und hielt es hoch. Es war das Video, das Tyler in ihrem privaten Gruppenchat gepostet hat. Das Video, in dem Brandon absichtlich Arthurs Motorrad überflutet und lacht, als der Karamellkaffee gegen den Vintage-Benzintank zerschellte. Die Biker hacken ihr eigenes Netzwerk. Teenager, die im Internet prallen wollten, waren unglaublich late auf Suspiren. Ich glaub nicht, dass ich das tu, sagt Mike und trat in Brandons personlichen Raum. Der Teenager war groß, aber Mike war Inberg und warf einen schönen Schatten über ihn. Oh wait du Brandon, du feierst einen 70.0 Saut. $Truck, den du der nicht verdient hast. Du trefflich leiden. Für die du nicht beselt hast, und du glaubst, das geht dir das Recht, einen alten Mann wie Abfall zu behandeln. Bis war ein Witz, betelt Brandon, sein eigen Schweiten wild, Oft der Suchinach dem Schuliter der Polizei irgendjemanden. Es war nur ein Witz, ich besel für ein Autodski. Ich heb Geld. Du hast das Geld diens Watters, korrigiert Mike, sin Tonsank zu einem tüdlichen Flüstern. Aber dien weiter ist net hier dich Deven free zu kaufen. Warum raffst du net tan? Raff Richard an. Was? Raff dienen weiter an? Notbones von hinter Mike und leinte sich vor, wobei sein massiven tätowierten Unterarm auf die Motorhalb des Raptor legt. Sag ihm, soll zur Schule kommen. Sag ihm, du hast einen Fehler gemacht. Als Richard Decker erschien, sitten zog Brandon sein Handy heraus und war healthy. Innerhalb von 10 Minuten bevor ein glänzender schwarz Mercedes, Benz Klasse aggressiv die Bordsteinkante, ging den blockierten Eingang an kam quietschend auf dem Gras neben dem Fahnenmast samstehen. Richard Decker warf sein Tür auf. War ein Mann, der gewollt war, bevor sie urteilen, gegliedert in einem scharfen Drehteiler, sein Gesicht rot forward. Warf einen Blick auf das Meer aus Lederkatten, das Fahrzeug sein Säunsam gab, und ging sofort in die Offensive. Was ist hier los?
Berluti Richard an stumt auf Mike zu, weg von meinem Son. Ich ruf die Polizei. Ich war jeden Inseln von ich wegen Hausfriedensbruchs. Bellstigang und allem anderen was mir infällt, verhaften lassen. Wissen Sie, wo ich bin? Mike sagt nicht immer mit der Wimper. Starte infakt den wütenden Immobilienentwickler an. Gino in diesem Moment deutsch nicht, das Heulen von Polizeiern die Luft. Drei Streifenwagen des Bakersfield Police Departments fuhren mit Blaulicht in die Lederzone. Richard Decker sah sofort erleichtert aus, ihn arrogantes Grinsen kalt auf sein Jessit Zora CK. Sie seien erledigt, Biker, spackt Richard aus. Chief Miller ist ein persönlicher Freund von mir. Ich finanziere den wohl Tickets Bowl Saints Reviers. Den Chief Miller greift ihn. Chief Miller, ein strenger Mann mit grauen Schleitfäden, stieg aus seinem Streifenwagen. Schaut auf die Research Mensch der Hells Angels, dann auf den ingesperrten Raptor, dann auf Richard Decker. Sah nicht panischt aus. Sah entet ascht aus. Chief, verhaften Sie dies Schalja, fordert Richard. Chief Miller ging ruhig an Richard vorbei, ignoriert den Walstendig, und bleib wo ein Mike stehen. Zu Richards wühlegem Ansetzen streckt der Chief sein Hand aus. Mike schüttelt sei. Morgen Mike, sagt Chief Miller beilüfig. Ich bekam einen Anruf wegen eines die Rang. Dann sag mir die Leitstelle, dass es said, och warm. Morgen Chief, nickt Mike. Geben wir ein klein beüjückende Lection? Chief Miller, was machen Sie da? Schrei Richard. Sie bedrohen meinen Sohn. Chief Miller want sich schleißlich dem wohlebenden Botenammer zu. Halten Sie den Mann, Richard. Snappt der Chief, sin Stimm nackt wie ein Peachy. Die plötzlich Autorität brach den Geschäftsmann sam Schweigen. Ihr redet von einem Sohn. Vor Chief Miller fort an Richard einen steifen Finger auf Brandon, hat Arthur Pendleton angegriffen an jedem Tigt. Arthur ist zufällig ein dekorierter Kriegsveteran. Ist auch zufällig der Mann, der 20 Jahre lang die Motor der Polizei von Bakersfield eigenhändig repariert und gewartet hat sam Selbstkostenpreis an der Stadt damit 100.000 von Dollar gespart hat. Wir respektieren und der Chief dutet auf die 200 stillen Biker, der Club respektiert offensichtlich auch. Richard Decker erblasst. Assassinensonnen, on die relate the situation durch streng endlich seen Wohlstands blaze. Kuschen die Election, Geld kauft der keinen Respekt, Richard? Sagt Mike Lees. Aber wir sein net higher verduelt. Wir wollen den Geld nicht, und wir würden den in Jungen nicht verletzen. Mike want sich ein Slider. Bring ihn rauf. Die Mensch der Biker tiltet sich wie das Rotmeer. Langsam die Mittelgas entlang verrennt, das tief, rhythmisch Thump 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 des Shufflehead, Motors von den Scholenden weiterhallend, wo Arthur Pendleton. Parkt sein Schlammage 1969 Harley. Davidson Electroglide direkt neben dem makellosen weißen Ford Raptor. Arthur stoppt den Motor und stieg ab. Wore in sober Jeans und ein frisches Flannelhemd gekleidet, auch wenn sich noch mit der ruhigen, starren Berubio war der eins Soldaten bewegt. Es sah nicht walliger aus, es sah mal die aus. Richard Decker starrt den alten Mann an vollkommen sprachlos. Brandon sah aus, als wollen die Erde verschlucken. Mike griff in sein Satteltassi und zog sie gegen den Höver. Einen kleinen Plastikhammer mit Seifenwasser an ein wie Zombie-Rest. Ging heimbar und nolt sie auf die Motorhab des Raptor. Seiest du Brandon? Sagt Mike. Sein Stimmtrag über den Toten, stillen Schochhoff. Das war sogar eins Manns ist ihn Spiegelbild seiner Seele. Arthur hat 50 Jahre seines Lebens in dies Maschenjestek. Du hast sie für einen Lacker mit Schlamm bedeckt. Du hast sein Agentem, seinen Frieden und sein missachtet. Mike seid auf den Eimer. Du wirst niemanden verbessern, das zu reparieren. Du wirst es selbst reinigen hier und jetzt, wo deinen Freunden dienen Leran an deinem weiter. Und du wirst die Zombie-Rast auf den Motorrippen benutzen, bis Arthur sagt, dass es sober ist. Brandon schaut seinen weiteren flehend, schweigendam ein Rettung bittend. Richard Decker schaut Chief Miller an der Infeit die Armwäscher inti. Schaut auf die 200 Hells Angels mit Stienenen, annach die beginn auszukacken. Schleißlich schaut Richard Arthur an den ruhigen, wo wollen Veteranen, der neben seinem ruinierten Motorrad stand. In diesem Moment erkannte Richard, dass das arrogante Walten seines Sons ein direktes Spiegelbild seiner eigenen Geschichte hang war. Nimm den Eimer, Brandon, ordnet Richard an, sein Stimme hohl. Brandon glockt ein schluchsenwohlständiger Erniedrigung herunter. Streckt mit zitternden Augen aus, griff nach dem Seifnehmer an der Sonne bei Rest und leis, sich auf dem harten Asphalt neben der Harley Davidson auf die Nei fallen. Ich fist deinen bei in die Chesten zu standen beobachtet die gesamt Schule. Der Unterricht wird verstorben. Niemand bewegt sich in Kolenden, akribischen Details scrubbet Brandon Decker den Ligen, Kieselgeflüten Schlamm aus den empfindlichen Kielharippen des Vintage Motors. Scrubbet den Karamell warm in delten Benzintank. Sein Designer, Jack war ruiniert, durchschnittest von schmutzigem fettigem Wasser. Seine Sten bekamen Bläsen.
all die sieht, stand Arthur in fact dak and beobachtet still. Prellt neckt, lotchelt nickt, beobachtet ner. Als branden schleißlich fertig war, leise die Zombie-Rast in des dreckig schwarz Wasser fallen. Stand auf, sin Bein zitterten, sin Kudung war fleckig and rotsch nachhol. Starrt Arthur an, tred nen echte Schemsogen spüren durch den Schmerz auf seinem Jessit. Is tat mir leid. Flüstert Brandon. Es war kein einstudiert Entschuldigung. Es war die Zerbrechin, echt Erkenntnis einsjangen, der endlich Gelendheit, das Handlangen juit haben. Es ist tat mir so leid, Sir. Für sie Arthurs letztes Wort an der Abschied. Arthur betrachtet das Gesset des Jungen ein Lange, schur sieht lang. Sog ihnen sobren Lappen aus seiner Jesstasche und warf in Brandon zu. Wischt den Gesicht ab, Son, sagt Arthur leis. Und erinner dich an dieses Gif Hill. Wenn du das inchestimal denkst, dass du groß bist als der Mann daneben der steht. Arthur dreht sich schwung sein Bein über die Makalos sober Harleys anstatt den Shovelhead Motor. Mike kam be an Nick dem alten Mann Felix zu, bewa a situ seiner Crew want. Aufsitzen? Brüllt Mike. Das Jed Asch von 200 schweren Motoren, die gleichzeitig starteten, erschüttert das Fundament der High School. In perfekter Formation fuhren die Hells Angels Lachoke Bödraps aus dem Parkplatz, geben den Ford Raptor free, und fuhren auf die Hauptstraße. Sie jubelten nicht, und sie verheden nicht. Sie eskortierten Arthur pendelten einfach nach Haus und leis an Brandon Decker auf dem Parkplatz Zürich, für immer war ändert durch ein Meisterkurs in Respekt. TS Abschluss, Respekt wird nicht mit einer Platten, Creditcard gekauft. A word verdient, und manchmal wurde auf die Hart torgellet. Wenn Arthurs ruhig buie wird, an dies unglaublich tat, der große Schaft der Hells Angels der Ensort beritet hat, wirst du an sehr en chest wore gestichit nicht verpassen wollen. Drücke den Like-Button am dienen Respekt für die Altigard zu sehen. Teil dieses Video, die Menschen deren zu erinnern, dass Handlungen Konsequenzen haben. Und abonniere unseren Kanal für mehr anvergesslich Geschichten.